So, wir sind jetzt Tag 2 auf dem Weg nach Lockhart. Lockhart ist eins der Mekkas für Barbecue und ihr werdet gleich sehen, warum. Da wollen wir heute in 3 verschiedene Läden und das wird richtig, richtig spannend. Das sind Läden, die sind über 100 Jahre alt, müsst ihr euch mal vorstellen. Gestern Abend waren wir komplett fertig von unserem Tag. Wir hatten uns einfach heftig überfressen bei Franklin und haben noch eine kleine Runde durch die Stadt gedreht, aber sind nicht alt geworden. Und für diejenigen, die in den Kommentaren gefragt haben, nein, wir haben Aaron Franklin leider nicht persönlich getroffen. Ich habe auch kein Autogramm bekommen. Jetzt überlegen wir, ob wir vielleicht im Laufe der Woche noch mal hinfahren, einfach nach der Rush Hour da und gucken, ob er da ist und uns doch noch ein Autogramm abholen. Wir sind jetzt in Lockhart angekommen, der offiziellen Barbecue-Hauptstadt Amerikas. Und die Stadt hier gibt es seit 1850, ungefähr 14.000 Einwohner und sie ist wirklich bekannt für eine einzige Sache. Es gibt hier 4 große Barbecue-Restaurants und das älteste, das ist hier direkt die Straße runter in der historischen Altstadt von Lockhart und das gucken wir uns jetzt als erstes an. Guck dir das an. Also das hier ist das historische Ladenlokal und das ging wirklich los mit Frischfleischverkauf. Ja? Also das hier war eine Metzgerstube und hier vorne an diesem historischen Tresen, da konntest du deine Frischfleischzuschnitte kaufen. Und das Barbecue kam dann erst ein bisschen aus der Not geboren hinzu, denn 1850, als das hier losging, da gab es logischerweise noch keine Kühlung und all die Zuschnitte, die sich in so einem Metzgereigeschäft nicht gut verkaufen lassen, in der Regel alles, was beim Rind unten sitzt, das wird einem schlecht, wenn man das nicht kühlen kann. Und das sind auch die Schnitte, die sich schwer verkaufen lassen. Und ja, das haben die dann im Räucherofen hinten gegart. Und so gingen Metzgerei und Barbecue ganz schnell Hand in Hand, ja. How you doing, gentlemen? Excellent. Coming all the way from Germany to see you guys work. Circuit of Americas and We don't have that much there. And those are steel chops? Oh We man. have pork chop, shoulder, brisket, Yeah. and then over here we got. And this one we got the ribs. All right. This is jalapeno. Jalapeno sausage. Yes, sir. All right. They're good too. How long you let them sit in here before you cook them? Well, what we do when we cook them, we take them out from the pit, put them in a rack, leave them there for 24 hours. All right. The next day we bring them and put them in the barrel. Okay. So they smoke already. Yeah, they already Yeah. smoked. Wahnsinn, guck dir diesen Anhänger an. All this, those are ribs and all this is brisket. Ja, siehst hier, die haben hier ihre Vorräte an Feuerholz. Ja, das ist ja wie ein Kunstwerk aufgestapelt hier. Er sagt, die fangen hier drüben an und dann das lagert hier relativ frisch. Und dann wird das Stück für Stück getrocknet. Und ja, jeden Tag bricht er einen neuen Stapel an. Das ist deren heilige Reserve hier hinten quasi. Die splitten ihr eigenes Holz, die fahren das hier rein und so. Das ist halt wirklich so handgemacht, vom Anfang bis Ende. Ne? Hier ist nicht mal, beim Franklin war ja das Holz zumindest schon mal auf Paletten gestapelt und in Zellophan eingepackt. Und da kommt jemand und bringt denen das. Ne? Hier ist wirklich noch, die wird noch selber gesplittet und so. Das ist wirklich total ursprünglich hier. Also es gibt immer noch Tage, an denen die das hier voll machen mit Frischfleisch. Ne? Dann liegt hier Bacon und Pork Chops und alles liegt hier drin. Und du kannst hier dein Frischfleisch bestellen. Und ich kann auf dieser 50 Jahre alten Kasse hier, na gut, hier steht auch noch ein iPad, aber auf dieser 50 Jahre alten Kasse kann ich deinen Beleg aufmachen. So, das hier ist das originale
Restaurant, wenn man so will. Ja, also irgendwann kam es halt so, dass hier immer mehr Leute zum Barbecue-Essen geblieben sind und hier essen wollten. Und dann haben die halt hier oben so ein Dining Room eingerichtet. Und ja, ihr könnt ja sehen, die Farbe an den Wänden und so. Also das ist wirklich noch, ja, die Klimaanlagen, die gab es wahrscheinlich noch nicht vor 100 Jahren, aber das ist hier so original, wie es nur sein kann. Also ist Wahnsinn, wir kommen hier echt in die heiligen Hallen, überall Backstage. Joe, gerade der Pitmaster, hat uns schon echt viel gezeigt. Das haben wir gerade mit einer Assistant Managerin gesprochen. Und sie sagte, wir sollen einfach alle Leute ansprechen, die hier sind. Viele von denen arbeiten schon viele Jahre hier und wir hoffen, dass wir gleich noch mal ein bisschen mehr sehen und fragen können. Wir sind natürlich super neugierig und möchten alles wissen, möchten alles sehen. Vielleicht mehr als so der Durchschnittstouri, was heißt Durchschnittstouri, aber der sich schon für eine Tour interessiert. Wir wollen noch 3-mal so viel wissen. Über die Schiene hier unter der Decke haben die Rinderhälften hier an so einem Haken reingefahren. How long have you been working here? Shit, I've been here since 01, sir. 2001, all right. Yes, sir. Man, this is like my home, dude. All I do is here 7 days a week, man. Like, man, you gotta have the love for it if you wanna make it big, you know what I mean? That's why I told all these people that come all the way over here, man, you gotta have that love. Yeah, I like the way y'all did that smoke with that the little smoking right there, dude. That's pretty neat right there, dude. I like that, man. It's good style. You can see all the good flavor coming down right there, man. Yeah, I brought that all the way from Germany. Man, our exchange right there, Smitty's right there, dude. Awesome, man. I appreciate that. You want to try our barbecue sauce too? I didn't know you had any sauce. It was just I thought y'all weren't doing any sauces. Yes, sir. All right, Mr. Jonas. It was nice meeting you, sir. It was very nice meeting you, Jerry. Thanks a lot. Nice meeting you too, sir. This is like arriving at the Holy Grail for us, you know? And how you all working without any thermometers? Never have. Never have. You have no idea what the... I couldn't tell you what the temperature is. Yeah. I know how to get hot and bring it back and you go. Yeah. I've always by touch. Poke it. That's how you know it's done. And I won't poke it any more than like that. And it doesn't go any more than that. Yeah. Yeah, we gotta try the sausage that these guys have been making back there. That's some shoulder. I know what still that. So, neben dem obligatorischen Weißbrot haben wir jetzt hier Brisket. Darunter ist Pork Chop, das ist eine Schweineschulter. Das ist auch ein Ding, wo die bekannt sind für hier. Dann haben wir wieder 2 Arten von Wurst. Wir haben die normale Wurst und wir haben die Jalapeno Sausage. Und wir haben noch ein paar Ribs dazu. Und der Geruch ist der absolute Wahnsinn. Also nicht nur diese ganze Experience hier, sondern auch das Essen an sich. Ich kann es nicht abwarten, da jetzt richtig rein zu langen. Also das Brisket ist auch noch relativ fest von der Konsistenz her. Es zerfällt nicht so wie das bei Franklin. Aber geschmacklich ist das verdammt stark. Ja, also die Rauchnote und die Kruste, das ist richtig gut. Dann haben wir hier unsere Chops. Ja, von der Konsistenz dem Brisket auch nicht so unähnlich. Du hast natürlich jetzt eine Schweinefleischnote. Auch sehr transparent, die Rauchnote. Also Geschmack ist wirklich gut. Nicht so fettig und so dieses Buttrige, was wir beim Franklin hatten. Aber auf eine andere Weise super lecker. Dann haben wir unsere Wurst. Oh, und diese Pelle, die bricht wirklich so auf mit so einem richtig geilen Geräusch. Also die ist geschmacklich der absolute Hammer. Die Jalapeno Sausage, boah. Wahnsinn. Oh, also die Pelle, die hat richtig viel Biss. Es ist vollmundig, es ist fettig, es hat unglaubliches Aroma. Also die Wurst ist echt der absolute Wahnsinn. Das ist vielleicht die beste Wurst, die ich je hatte. Jetzt probieren wir noch das Rippchen. Auch wieder relativ fest von der Konsistenz her. Ja,
Also die haben viel weniger diese starke Salz- und Pfeffernote, die der Franklin hatte. Aber der Eigengeschmack vom Fleisch, ja, das ist richtig gut. Auch hier, der Knochen ist relativ fest noch drin und das Ganze ist relativ kompakt, noch relativ solide. Es ist nicht so, es fällt nicht vom Knochen. Also das ist hier auf jeden Fall dieses Fall of the Bone, das hört man ja oft im Zusammenhang mit Barbecue. Das scheint hier nicht so der Anspruch zu sein. Oh, der absolute Hammer. Also wir haben jetzt hier dieses Fleischpaket verdrückt bei Smitty's Market, dem ältesten Barbecue-Restaurant von Texas. Also zumindest auch hier in Lockhart auf jeden Fall das älteste. Und war der absolute Hammer. Also geschmacklich richtig, richtig stark. Die Würstchen, die sind für mich die ganz, ganz weit oben. Also das waren die besten Würstchen ever für mich. Und diese ganze Erfahrung hier, ja. Es gibt kein Besteck, du musst mit deinen Händen essen. Es gibt keine Soßen. Es gibt hier so eine Hot Sauce, das ist alles. Keine Barbecue-Soßen, ja, wo jeder denkt, jeder Barbecue-Laden hat doch eine Barbecue-Soße. Hier gibt's keine. Ja? Und dann diese ganze Geschichte hier rundherum und ja, alles aus jeder Pore von diesem Gebäude hier kommen die Stories von 120 Jahren Barbecue-Geschichte hier drin. Das ist der absolute Wahnsinn. Also absolutes Must-Have, Must-See für jeden Barbecue-Liebhaber. Smitty's is not going anywhere. You're not doing any extra locations. Nowhere. Yeah. We'll be here when Noah's Ark sinks. And you've been doing it that way for the past 100 years? Yeah. Yeah. Since 1924. Jesus. And they used to have their own feedlot and their own cattle that they would bring in here and slaughter? Back in the old days. My dad was Smitty, and he started working for the Kreitz family. They owned this. 5 or 6 years ago, I had a chance to buy this while it's and I bought a building in the back. So we've kind of acquired since the early days of Dad being here. He passed away in 1990. Do you have any inkling what it is about Lockhart that made it become the barbecue capital? Working people. I mean, I watched my dad. First key in the door every morning, the last key out. He made sure everything was going good. And he had a passion for the barbecue business. What does it feel like for you to have some young folks come from halfway around the world and to know that they're aspiring to do what you're doing here? Oh, that's great. That's great. It shows that maybe we have done something right. All that hard work paid off. Also wir sind jetzt 3 Stunden später hier wieder raus bei Smitty's Market und es war einfach die krasseste Erfahrung überhaupt, die man sich hätte vorstellen können. Also wir waren in jedem Raum mehrmals, wir haben mit den Schlüsselfiguren hier in dem Laden gesprochen und das waren die herzlichsten Menschen, die dir je begegnen werden in deinem Leben. Und eine unglaubliche Erfahrung, über diese Geschichte zu lernen und diese ganzen alten Werkzeuge und diese uralten Wagen zu sehen. Und jeder Raum hat einfach so viele Storys, die man noch erzählen könnte. Also wir müssen eigentlich nochmal wiederkommen mit dem richtigen Filmteam und einem Fotografen und dem ganzen Tag. Und Miss Nina hier, die Eigentümerin, die sagte auch, ja, wir müssen uns vorher ankündigen, dann würdest du noch mal ein bisschen was recherchieren über die Geschichte und hätte mal Bilder für uns und so weiter. Also wenn ihr das sehen wollt, Freunde, wie wir hierhin zurückkommen mit dem richtigen Filmteam, dann hinterlasst das mal in den Kommentaren, dann nehmen wir uns dafür Zeit für nächstes Jahr. So, 10 Minuten später, jetzt ist es 13 Uhr und wir sind vor dem nächsten Barbecue-Laden. Der ist hier echt nur 2 Minuten weiter. Das ist Black's Barbecue. Und ja, wir haben schon ein bisschen darüber gehört. Es gibt hier 2 Black's Barbecue. Black's Barbecue und Terry Black's Barbecue in Lockhart. Und dahinter steht so ein bisschen so ein Familienstreit, wo sich die Familie auseinander dividiert hat und die andere Seite hat einen eigenen Laden aufgemacht. Das ist auf jeden Fall der originale Laden hier, Black's Barbecue. Und wir sind natürlich schon wieder hungrig und nein, sind wir nicht. Aber wir ziehen das durch und wir sind jetzt bereit fürs Mittagessen. Also, ab geht's! Ja, alles in diesen Restaurants dreht sich um die Schlange. Also die Schlange ist hier mit ins Gebäude eingebaut. Du kommst quasi hier in so einen Korridor rein und dann ist hier die erste Station, ist das Bestellen der Beilagen. Und als nächstes geht es dann Bestellen von Nachtisch. Hier gibt es die Pies und als drittes Bestellen von Fleisch-Hauptspeisen. Also Empfehlung des Hauses ist die Giant Beef Rib. So eine Brontosaurus-Rippe mit so einem Riesenstück Fleisch in der Mitte ist immer mindestens 1 Pfund. Also müssen wir uns teilen auf jeden Fall. Also die Behind-the-Scenes-Tour geht nur über den Manager und der ist leider gerade nicht hier.
Ja, geil, wieder alles dunkel, alles sieht aus, als wäre hier das Feuer in 100 Jahren nie ausgegangen und Zeitungsartikel und diese Menüs auch, ne? Alles mal überklebt, überschrieben, hier noch was dazu, da noch was dazu, super geil. Where are you coming from? Germany. Germany. Wow. Yeah. This is jalapeno sausage, this is original sausage. Excellent. Thank you guys. Also, wir haben uns für die Giant Beef Rib entschieden. Das scheint eine echte Empfehlung des Hauses zu sein und sieht auch schon wahnsinnig gut aus, dieser Riesentrümmer hier. Außerdem Brisket, Turkey haben sie uns auf jeden Fall verkauft, da durften wir probieren. Und dann die beiden selbstgemachten Würstchen des Hauses, normal und Jalapeno. Und ich konnte nicht an diesem Corn Muffin hier vorbeigehen. Mal gucken, was der kann. So, wir sind jetzt schon mittendrin hier bei der Platte, weil sobald der Geruch kam, hatte ich dann auch wieder Hunger auf einmal. Und diese Giant Beef Rib, die ist der absolute Hammer. Also man muss eine hohe Toleranz für fettiges Essen haben, aber die habe ich auf jeden Fall. Und für so jemanden ist das richtig, richtig, richtig gut. Fett ist einfach Geschmacksträger. Anderes Highlight ist auf jeden Fall der Turkey. Der ist richtig schön saftig und zart und hat einen tollen Geschmack. Also die beiden Sachen sind echt Wahnsinn hier. Ja, super geile Atmosphäre hier. Wir saßen hier draußen auf der Bank gerade. Hier läuft Willie Nelson und Johnny Cash und alle, die reingehen, grüßen einen mit Howdy. Und du hast hier so diese rot-weißen Picknickdecken hier und die Tische passen alle nicht so richtig zueinander. Und alles ist holzvertefelt und hier hängen Fotos von als der Präsident mal hier war in den 60ern und so. Also ja, super, auch glaube ich so eine bewusst unperfekte Atmosphäre und das macht es irgendwie super gemütlich und authentisch und nahbar. Man fühlt sich hier auf jeden Fall sehr schnell sehr wohl. Liebe Freunde, wir sind jetzt gerade bei Black's Barbecue raus und wir möchten euch alle dringend davor warnen, um 10 Uhr Barbecue zu frühstücken und dann um 13 Uhr Barbecue Mittag zu essen. Das ist keine gute Idee, nicht gut für eure Gesundheit und euer körperliches Wohlbefinden. Also wir fühlen uns dermaßen vollgestopft. Wir haben gerade hier 10 Minuten auf der Parkbank gelegen und viel besser geht es uns immer noch nicht. Wir haben noch ein drittes Restaurant auf der Liste heute hier in Lockhart, aber wir haben noch ein bisschen Zeit und müssen das definitiv noch ein bisschen sacken lassen. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Programmwechsel und gehen einer anderen amerikanischen Passion nach. Oh, heiße Patronenhülse hat mich getroffen. Ja. Oh. Wow, wow, wow. Junge! Das knallt richtig rein. Boah, wie heiß das auch ist, Alter. Wir sind jetzt bei unserer dritten Barbecue-Location des Tages hier in Lockhart, Texas und das ist Kreuz Market. Und dazu müsst ihr wissen, Kreuz war vorher in der Location, wo jetzt Schmidis ist, wo wir heute Morgen waren. Und das ist dieselbe Familie, also die Kreuz-Familie hat 1900, deswegen steht da oben auch 1900, angefangen mit einem Barbecue-Laden in der Location, wo Schmidis ist, hat dann Ende der 40er das Restaurant verkauft an ihren treuesten und erfahrensten Pitmaster, das war der Herr Schmidt. Und der hat das weiter betrieben unter dem Kreuz-Namen. Und in den 90ern, 99, haben sich dann die Kinder von diesem Pitmaster Schmidt, die haben sich zerstritten über irgendwas. Und der Bruder ist ausgezogen und hat hier unter dem alten Namen mit neuer Location, Kreuz Market, in dieser neuen Location hier gegründet, in diesem riesen Gebäude. Und die Schwester ist in der alten Location geblieben und hat da unter dem neuen Namen Schmidis das alte Restaurant weiter betrieben. Bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall uralte Barbecue-Tradition hier in einem neuen großen Gebäude. Kreuz Market, da gehen wir jetzt mal rein. 18:30 Uhr, ich hoffe, ihr habt wieder Hunger. No salesman. Every third salesman is shot and the second one just left. Geil. Howdy, y'all. Yes, sir. Where to go? For here. How many people? Just the two of us. What would you like, sir?
Is your famous pitmaster Roy still here? Have you been here ever since '99? I was there before. You're kind of a legend, also, like halfway around the world in Germany. I don't take it too seriously. I just got lucky they came at the right moment, and so I always gotta pay homage to those before me. It's nice to be considered something. I mean, yeah, not too many people can say I have had the same job for 36 years, and I'm still here. And in those 36 years, I still don't learn everything. It's an ongoing experience. I don't know if you heard about it. We pulled the tubs from the Smitty's when they closed Smitty's. Yeah. We pulled it over here. It was my idea. Say, let's drag these coals over there so we can keep the tradition and the new PIDs. And we had a newscast. Everybody from Connie Chung, 48 Hours, followed us with the cameras. And it was pretty cool. But yeah, we use those tomorrow to start the new fires. We don't start with matches and paper. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. The man, the legend, Roy Perez war hier und hat mit uns gequatscht. Super geil. Wir durften gerade ein Interview führen mit Roy Perez, absolut legendärer Pitmaster, ursprünglich vom Smitty's, jetzt seit 99 hier bei Kreuz und wirklich eine absolute Legende. Aber jetzt geht's erstmal los mit unserem Barbecue, was wir hier bestellt haben. Wieder so eingepackt in Papier, also das sieht man auf jeden Fall. Die Zusammengehörigkeit ist ja genau derselbe Style hier wie bei Smitty's. Und da legen wir sofort los. Also das Brisket viel zarter, zerfällt mit ganz leichtem Zug. Wir haben auch wieder eine sehr tolle Kruste hier dran. Geruchlich, das ist richtig gut. Ja, und auch von der Texturierung, vom Aroma her, ganz große Klasse. Ja, spitze. Richtig gutes Brisket. Turkey als nächstes. Und auch hier eine ganz tolle Kruste drauf. Ja, geruchlich auf jeden Fall viel dezenter. Ist nicht so saftig wie die anderen Turkeys, die wir heute hatten. Aber auch ganz schön diese Geflügelnote, dieses leicht säurige und ganz tolles Pfefferaroma auf der Kruste. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt gucken wir noch die Würstchen. Dafür ist der Laden hier ziemlich bekannt für seine Würstchen. Also die ist auch richtig gut, richtig reichhaltig, toller Biss dran. Wahnsinnig gutes Aroma. Und dann dieser leichte Jalapeno, nicht so scharf, also kann auch ich ganz gut essen, obwohl ich nicht so eine hohe Schärfetoleranz habe. Und vom Cheddar noch mal so ein paar würzige Noten da drin. Die gefällt mir richtig gut. Richtig geile Jalapeno Sausage. Hammer. Wir waren jetzt bei Kreuz Market hier hinter uns und das war wieder eine wahnsinnig gute Erfahrung. Also ich habe so ein richtiges Glücksgefühl in mir. Wir hatten die Gelegenheit, da im Smokehouse uns ein bisschen umzuschauen. Wir haben ein Interview geführt mit dem legendären Roy Perez und das ist wirklich eine der Größten unserer Branche. Das war wahnsinnig toll, mit dem zu quatschen. Und auch das Essen war wieder phänomenal. Also ganz tolle Erfahrung und auf jeden Fall eins der Top 5 Barbecue-Restaurants hier in Texas. Und das letzte für heute in Lockhart, denn wir haben definitiv genug gegessen für einen Tag und morgen geht's weiter.